Willkommen zurück. Wenn du wissen möchtest, wie man solche coolen Move-Effekte in Dust Light 5 erstellen kann, dann bleib dran, dann ist das genau das richtige Video für dich. Ich habe da einfach mal ein einfaches Show-File vorbereitet, um die Move-Effekte einmal näher zu bringen. Um einen Sanduhr-Move-Effekt zu erstellen, erstellen wir erstmal eine neue Szene. Diese können wir benennen, wie wir wollen. In unserem Fall nenne ich die jetzt Hourglass, passend zu dem, was sie macht. Wir können jetzt unsere beiden Fixtures auswählen und hier drüben bei Contents auf MoveFX gehen. Das erstellt einen Move-Effekt. Wie man sieht, der Standard-Move-Effekt ist ein Kreis. Wenn wir es einmal mal laufen lassen, sehen wir, die beiden Spots fahren einen Kreis ab. Ganz wichtig dafür, eine Voraussetzung ist, dass die Movement Limits hier richtig eingestellt sind. Darauf kann ich auf Wunsch auch nochmal genauer eingehen. Das ist aber eine Grundvoraussetzung, dass diese Move-Effekte richtig funktionieren. Wenn wir jetzt laufen lassen, wir sehen, unsere beiden Spots machen Kreise. Wir möchten aber einen Sanduhr-Effekt. Dafür wechseln wir die Form auf Polygon. Hier haben wir jetzt unser Polygon. Wir können jetzt jeden dieser 4 Punkte hier verschieben, wie wir möchten. Verschieben also diesen hier einmal hier rüber, den nach hier oben, den nach unten rechts und den nach unten links, um unsere Sanduhrform zu erstellen. Wenn wir die Szene jetzt einmal abspielen, sehen wir, ist ein bisschen schnell, fahren unsere Spots eine Sanduhrform ab. Die können wir natürlich noch kleiner machen, wie wir möchten, oder auch verschieben im Raum, dass sie ein bisschen mehr an der Wand ist. Und das ist schon unsere Sanduhrform. Um einen Move-Effekt mit Symmetrie zu erstellen, erstellen wir einen neuen Move-Effekt. Diesen nenne ich mal Circle Sim für Kreis symmetrisch. Und wir erstellen wieder einen MoveFX. Diesmal lassen wir es beim Kreis. Ich verschiebe den nur einen Ticken nach oben, dass es weiter an der Wand ist, damit wir das Ganze ein bisschen besser sehen können. Ich mache den auch ein bisschen kleiner. Das sieht sehr gut aus. Jetzt habe ich hier unten ein paar Optionen. Einmal Phasing, Symmetry und Attribute Value. Phasing sagt, an welchen Positionen in der hier angegebenen Form unsere Fixtures anfangen. Wenn wir das ein bisschen höher drehen, fangen die an verschiedenen Positionen an und kreuzen sich in ihrer Bewegung. Sie machen also nicht genau das Gleiche, sondern sie fangen ein bisschen versetzt an und dadurch erhalten wir so einen coolen Effekt. Das darunter ist die Symmetrie. Wenn wir eine Szene haben möchten, in der der rechte Spot genau das Gespiegelte vom linken macht, dann wählen wir das aus. Wie wir sehen, jetzt haben wir eine symmetrische Szene. Jetzt haben wir einen symmetrischen Effekt und der eine Spot macht genau das Gegenteil von dem, was der andere macht. Er wird gespiegelt. Das können wir zum Beispiel auch mit einem Line-Effekt machen. Und hier wird der eine auch wieder gespiegelt. Sie sind also in diesem Fall versetzt. Das ist mal wichtig zu beachten. Es wird gespiegelt bei dieser Symmetrie. Deswegen hat das bei verschiedenen Formen unterschiedliche Auswirkungen. Das letzte, was es hier gibt, ist Attribute Value. Da können wir sagen, ob dieser Move-Effekt absolut oder relativ sein soll. Ist er absolut, so beschreibt das, was wir hier machen, die genaue Position des Moving Heads. An dieser Position soll sich der Moving Head zu diesem Zeitpunkt befinden. Stellen wir das auf relativ, können wir unsere Bewegung relativ zu einem Punkt machen. Dafür bräuchten wir jetzt einen zweiten Move-Effekt. Das bereite ich mal eben vor. So, ich habe jetzt eine Szene mit einer Position gemacht
Und das ist Center Wall, also ungefähr die Mitte von der Wand, die da angestrahlt wird. Genau, das ist das Normale und das ist meine Position. Wenn wir jetzt unseren Circle auf relativ stellen, sehen wir, dass der Circle um diese Position rum entsteht. Wenn wir es ein bisschen kleiner machen, sehen wir das ein bisschen besser. Es wird um diese Position rum gecircelt. Wenn wir es wieder ausmachen, sehen wir, die Moving Heads bewegen sich auf die Standardposition, einfach gerade nach unten und versuchen darum ihre Kreise zu drehen. Wieder an, entsteht das um unseren Punkt rum. Beim Hourglass genauso, wird dann auch um unseren Punkt herum gemacht. Wir können uns mal eben noch eine zweite Position dazu holen, um das Ganze noch mal ein bisschen zu verdeutlichen. Nehmen wir uns zum Beispiel hier unten einfach eine. So. Dann sehen wir, haben wir diese Position und den Circle auf relativ ausgewählt, machen die Spots die Kreise hier unten. Wählen wir die andere Position, machen die Spots die Kreise dort oben. Damit lassen sich ziemlich coole Effekte erstellen. Genau, das war's auch schon mit diesem Tutorial. Ihr habt gelernt, wie man einen Sanduhreffekt erstellt und wie man symmetrische Move-Effekte erstellt und auch, was relative und absolute Move-Effekte sind und wie das funktioniert und wie es einzusetzen ist. Wenn noch irgendwelche Fragen offen sind, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich versuche alles zu beantworten und mache gegebenenfalls noch ein Video drüber. Und dann hoffe ich, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.